Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So yesterday we finished talking about Paul lived his life as an example. Gestern haben wir darüber gesprochen, dass Paulus sein Leben als Vorbild gelebt hat. For his spiritual children. Für seine geistlichen Kinder. Now I've talked about the importance of that. Ich habe darüber gesprochen, wie wichtig das ist. Look, Schau. in verse 17 he continues, that's why I've sent my dear son Timothy whom I love. In Vers 17 sagt er, deshalb habe ich meinen lieben Sohn Timotheus gesandt, den ich so sehr liebe. So Paul didn't send just anybody to a church that had some serious issues. Paulus schickte nicht irgendjemanden in eine Gemeinde, die einige ernste Probleme hatte. He sent somebody that he loved deeply and that he considered his own son. Er schickte jemanden, den er sehr lieb hatte und den er als seinen eigenen Sohn betrachtete. Look, if you have something that's very important to your heart, Wenn du etwas hast, das dir sehr am Herzen liegt, you don't just send anybody. schickst du nicht irgendjemanden. You send somebody that you totally trust. Du schickst jemanden, dem du vollkommen vertraust. And we know that Timothy had weaknesses. If you read the epistle to Timothy, you know that. Und wir wissen, dass Timotheus Schwächen hatte. Wenn du den Brief an Timotheus liest, siehst du das. And it's something that fascinates me about Paul and spiritual fatherhood. Das ist etwas, das mich an Paulus und der geistlichen Vaterschaft fasziniert. You see, here we just read, I send my dear son Timothy whom I love. Wir lesen hier gerade, ich sende meinen lieben Sohn Timotheus, den ich liebe. And Paul obviously had a very, very intimate relationship with that young man. Paulus hatte offensichtlich eine sehr, sehr innige Beziehung zu diesem jungen Mann. But then if you read the epistles to Timothy, Aber wenn du die Briefe an Timotheus liest, you will find out that Timothy was not that perfect, mature, strong, powerful Christian. wirst du feststellen, dass Timotheus nicht der perfekte, reife und starke Christ war. And yet Paul totally trusted him. Und doch vertraute Paulus ihm vollkommen. You see, in Timothy, in the epistle to Timothy, Paul gave him several instructions that showed there was still immaturity in Timothy's life. In den Briefen an Timotheus gab Paulus ihm mehrere Anweisungen, die zeigten, dass es in Timotheus Leben noch Unreife gab. He said, hey, be faithful and fight the good war. You remember the prophecy of God. Er sagte, hey, sei treu und kämpfe den guten Kampf. Erinnere dich an die Prophezeiung Gottes. He said, don't let anybody despise you just because you're young. Er sagte, lass dich von niemandem einschüchtern, weil du jung bist. So obviously these were issues that Timothy faced. Mit diesen Problemen hatte Timotheus offensichtlich zu kämpfen. But here I want to show you two things of the life of Timothy that I believe must have been from the input of Paul. Aber hier möchte ich dir zwei Dinge aus dem Leben von Timotheus zeigen, von denen ich glaube, dass sie von Paulus Einfluss stammten. You know, to walk with Paul must have been quite something. Mit Paulus zu gehen muss etwas ganz Besonderes gewesen sein. And I really believe Und ich glaube wirklich, that the whole Christian world needs true spiritual fathers like Paul were. dass die ganze christliche Welt wahre geistliche Väter braucht, wie Paulus einer war. One of the reasons why when the Lord told me through a Kansas City prophet that I would be a spiritual father, Einer der Gründe, warum ich, als der Herr mir durch einen Propheten in Kansas City mitteilte, dass ich ein geistlicher Vater sein würde, and I said, that's the last thing I want, ich sagte, das ist das Letzte, was ich will, is because I've seen spiritual fatherhood in such a messy and a sad way. war, weil ich geistliche Vaterschaft auf eine so chaotische und traurige Weise gesehen habe. You know, and I said, okay, Lord, if that's what you say, I will say yes to you. Und ich sagte, okay, Herr, wenn es das ist, was du sagst, werde ich Ja zu dir sagen. But you have to teach me to be a good spiritual father. Aber du musst mich lehren, ein guter geistlicher Vater zu sein. And look at Paul's heart. Schau dir das Herz von Paulus an. He said, Timothy is my dear son whom I love. Er sagte, Timotheus ist mein lieber Sohn, den ich liebe. Look why he trusted Timothy to send them to the church. Warum vertraute er Timotheus und schickte ihn in die Gemeinde? Not because Timothy was perfect. Nicht, weil Timotheus perfekt war. Not because Timothy had no mistakes. Nicht, weil Timotheus keine Fehler hatte. Not because Timothy was bowing down to Paul and make sure that he is just pleasing Paul. Nicht, weil Timotheus sich vor Paulus verbeugte und ihm die Ehre geben wollte. I've seen that kind of spiritual fatherhood too much. Diese Art der geistlichen Vaterschaft habe ich zu oft erlebt.
You bow to your spiritual father, you serve your spiritual father, and then your spiritual father will get you up on the ladder of career. Du verbeugst dich vor deinem geistlichen Vater, du dienst deinem geistlichen Vater und dann wird dein geistlicher Vater dich auf der Karriereleiter nach oben bringen. No, and a million times no. Nein, 1.000.000 Mal nein. So look, Schau. Paul said he is faithful to the Lord Yahweh. Paulus sagte, er ist dem Herrn Jahwe treu. So the reason why Paul trusted Timothy was not because he was faithful to Paul, Der Grund, warum Paulus Timotheus vertraute, war nicht, weil er Paulus treu war, but he was faithful to the Lord. sondern weil er dem Herrn treu war. I have actually seen where spiritual fathers demanded obedience and faithfulness to them over obedience and faithfulness to the Lord. Ich habe erlebt, dass geistliche Väter Gehorsam und Treue ihnen gegenüber über Gehorsam und Treue zum Herrn gestellt haben. You know, things like this. Solche Dinge wie, The Lord told me to go and move to that city. der Herr hat mir gesagt, ich soll in diese Stadt ziehen. The Lord told me to start this work. Der Herr hat mir gesagt, diesen Dienst zu beginnen. And if it didn't fit in the ministry and the agenda of the spiritual father said, no, that can't be the Lord. Und wenn es nicht in den Dienst, in die Agenda dieses geistlichen Vaters passte, sagte der geistliche Vater, nein, das kann nicht der Herr sein. A true spiritual father who carries the heart of the Father God, Ein wahrer geistlicher Vater, der das Herz von Gott, dem Vater, in sich trägt, his biggest desire is that his spiritual children are faithful to the Lord. dessen größter Wunsch ist es, dass seine geistlichen Kinder dem Herrn treu sind. And if that means he has to open his hands and let them go and they don't work with him anymore, he will do that with joy. Wenn das bedeutet, dass er seine Hände öffnen muss, sie gehen lassen muss und sie nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten, wird er das mit Freude tun. You know, and this has been my heart attitude my whole life. Das war mein ganzes Leben lang meine Herzenseinstellung. If at the end of the day, the spiritual children that I have, Wenn ich letztendlich für meine geistlichen Kinder if I have not done everything I can to push them to be faithful to the Lord, nicht alles getan habe, um sie dazu zu bringen, dem Herrn treu zu sein, I have failed. dann habe ich versagt. You know, nobody needs to be faithful to me. They need to be all faithful to the Lord. Niemand muss mir treu sein, sie müssen alle dem Herrn treu sein. And if faithful to the Lord means we go different ways, then please, let's go different ways. Wenn Treue zum Herrn bedeutet, dass wir verschiedene Wege gehen, dann lasst uns bitte verschiedene Wege gehen. So we can exactly see that Paul put his own heart into Timothy. Wir sehen hier sehr gut, dass Paulus sein eigenes Herz in Timotheus gelegt hat. And Paul obviously loved Timothy deeply. Und Paulus hat Timotheus offensichtlich sehr geliebt. You know, he says, "This is my son Timothy, who is my beloved." Er sagt, das ist mein Sohn Timotheus, der mir lieb ist. Do you know what that means? Weißt du, was das heißt? The word that Paul uses here, for whom I love, or another translation says, who is my beloved. Das Wort, das Paulus hier für den ich liebe verwendet, andere Übersetzungen sagen, der mein Geliebter ist. He uses the word agapetos. Er verwendet das Wort agapetos, That comes from the word agape. das von dem Wort agape stammt. So Paul loved Timothy with divine love. Paulus liebte Timotheus mit göttlicher Liebe. May all of our hearts cry out and say, Jesus, we need fathers in the church. Mögen unsere Herzen aufschreien und sagen, Jesus, wir brauchen Väter in der Gemeinde. Real fathers. Echte Väter. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.